Was würde geschehen, wenn die Menschen von der Erde verschwinden würden? Eines Tages könnte dies auf unserem Planeten Wirklichkeit werden. Dies ist nicht die Geschichte unseres Verschwindens. Es ist die Geschichte dessen, was danach geschehen würde. Das Verschwinden der Menschheit mag nach Science Fiction klingen. Doch es wird der Tag kommen, an dem kein Mensch mehr auf der Erde existiert. Selbst mitten im Wald, umgeben von der Natur, hat der Mensch seine Spuren hinterlassen, in der Hoffnung, sie werden auch morgen noch stehen. Doch was können diese Bauten überhaupt ausrichten? Hat die Natur hier wirklich leichteres Spiel als in den Städten? Und was passiert mit diesem verlassenen PKW, mitten im Dschungel? Ein Tag nach den Menschen. Der Wald. Überall stehen Bäume, auf dem Boden liegen Blätter und haufenweise Äste. Einige Menschen haben sich diese kostenlose Bereitstellung an Baumaterial zunutze gemacht, um mitten im Wald kleine Bauwerke zu errichten, die einzig und allein durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Solche Stockzelte lassen sich in vielen Varianten finden. Einige sind sogar richtige, überdachte Unterschlüpfe geworden, die mit Moos gekräftigt wurden. Hier und da haben Förster dieses Konzept kopiert, um aus Baumstämmen Schutzzäune zu errichten, die mit Nägeln oder Seilen zusammengehalten werden. Eine andere Sache sind die Sägeböcke, die ebenfalls ausschließlich aus Holz bestehen und als Abstütze für die Förster beim Sägen von Baumstämmen dienen sollten. Dennoch eine ziemlich leichte Konstruktion. Bereits umzingelt von der Natur in ihrer ganzen Pracht könnte ihre Reise ziemlich schnell zu Ende gehen. Eine Woche nach den Menschen. Wenn die Menschen einen Spaziergang durch den Wald machten, sollten sie die Gelegenheit haben, sich auszuruhen. Aus diesem Anlass wurden auf allen öffentlichen Wegen in Wäldern und auf Feldern Sitzbänke errichtet, die nun vergebens darauf warten, benutzt zu werden. Wie lange wird es dauern, bis von diesen Pausengelegenheiten nichts mehr übrig ist? Nach einer Woche sind einige Mauern, die von Menschen errichtet wurden, nur noch Überreste und winzige Ruinen. Doch wie kann das sein? Diese Mauern waren schon zu Zeiten der Menschen in jenem Zustand. Sie sind Überreste von Bauwerken, die einst dort an diesem Punkt standen. Dann wurden diese verlassen und von der Natur zurückerobert oder durch menschliche Einflüsse zerstört. Wird auch hier die Natur leichtes Spiel haben?
Ein Monat nach den Menschen. Wir befinden uns mitten im südamerikanischen Dschungel. Ein PKW mit Ladefläche, auch bekannt als Pickup, steht einsam und verlassen auf einer alten Brücke. Er ist ein wenig von der Spur abgekommen und hängt ein Stück über der Kante hinweg. Viele Brücken, die mitten im Dschungel gebaut wurden, sind keine allzu sichere Angelegenheit. Das Holz ist bereits alt und teilweise morsch. Kaum welche haben ein Geländer an den Seiten und Lianen wachsen bereits von den Kanten herunter. Diese Brücke führt, anders als viele andere, sehr hoch über einen Fluss. Könnte das Auto mit seinem Gewicht diese Brücke in ferner Zukunft einstürzen lassen? Vier Monate nach den Menschen. Schon nach 4 Monaten zeigt sich die Abwesenheit der Förster und Menschen im Wald. In zweierlei Hinsicht. Die ersten Stockzelte fangen nun an, auseinanderzubrechen. Kleinere Äste lösen sich, was erstmal kein Problem für die Konstruktionen ist. Aber wenn die wichtigen, tragenden Äste einbrechen, ist das kleine Bauwerk schnell nur noch ein Haufen vertrockneter Äste. Doch so haben die Stockzelte jetzt schon viel länger überleben können als zu Zeiten der Menschen. Viele Kinder haben es geliebt, diese Stockzelte und andere Unterstüpfe zu zerstören, was sie nicht allzu langlebig machte, sollten sie nicht fernab des nächsten Wanderweges stehen. Anders sieht es hier bei den von Förstern gebauten Zäunen und Überdachungen aus. Auch diese fangen nun an, nach und nach auseinanderzubrechen, sofern sie nicht fest zusammengenagelt oder mit einem Seil zusammengehalten wurden. Der Zusammenfall beginnt hier deutlich früher als zu Zeiten der Menschen. An einem Abhang markiert ein Eisentor den Zugang zu einem eingegrenzten Gebiet. Von einem Eisenzaun ist nichts zu sehen. Nur ein Drahtzaun, der durch Holzbalken getragen wird, kennzeichnet ein Gebiet, dessen Zutritt nicht erwünscht war, weswegen dieser auch gleich das ganze rostige Tor umschlingt. So konnte der Besitzer zwar fremde Menschen von seinem Grundstück fernhalten, nicht jedoch Mutter Natur. Ein Jahr nach den Menschen. Der Zerfall und Einbruch des Holzes ist nun auch bei den Sägeböcken angekommen. Das Holz ist zwar gut zusammengeschraubt, allerdings sind Sägeböcke nicht zwingend gegen Insekten geschützt. Somit brechen erste Holzbalken bereits ab. Auch an der restlichen Konstruktion wachsen schon neue Pflanzen und Baumsprießlinge hoch, während Moos das Holz langsam grün färbt. Die ersten Bauwerke in der Natur fallen ihr bereits zum Opfer. Einige werden sich über die Jahre hinweg stark verändern, bis auch das letzte Auto vom Himmel fällt. Vier Jahre nach den Menschen. Die Sitzbänke, auf denen sich einst Menschen bei einem Spaziergang ausruhen konnten, haben sich verändert. Der Wechsel der Jahreszeiten beeinflusst das Holz sehr.
Im Winter schneit es und auf der Sitzfläche bildet sich eine Schneeschicht. Wenn der Schnee dann schmilzt, weicht er das Holz ein wenig auf, was dann einen prima Nährboden für Samen von Pflanzen und Moos bildet. Im Frühsommer zeigt sich dann das Resultat, welches sich in den kommenden Jahren immer weiter verstärken wird. Ehemalige Pausenstellen werden nun langsam zu Totholz. An einem steilen Abhang markiert ein rostiges Eisentor den Zugang zu einem eingegrenzten Gebiet, der jedoch durch einen losen Drahtzaun verwehrt werden soll. Schnee liegt auf dem rostigen Eingang. Wenn es wieder wärmer wird und der Schnee schmilzt, rostet das Eisen. Auch in diesem Jahr. ...20 Jahre nach den Menschen. Der verlassene Pickup ragt noch immer gefährlich über einer alten Holzbrücke im Dschungel Südamerikas. Nach 20 Jahren ist das Auto sehr stark gerostet. Die Luft ist aus den Reifen entwichen und Wind und Wetter geben ihren Beitrag. Durch das Gewicht ist der PKW weiter abgerutscht und hängt jetzt weiter dem Abgrund entgegen. Das Auto ist noch stabil, aber erste Teile wie Türscharniere könnten schon jetzt nachgeben und abbrechen. Der Anfang vom Ende. So manchen Autos. ...40 Jahre nach den Menschen. Nach 40 Jahren sind die meisten Sitzbänke eingestürzt. Denn nicht nur Moos, sondern auch Insekten, rostende Nägel und Schrauben können dazu führen, dass eine solche Bank zum Kaminholz wird. Jedoch wird niemand mehr eine Verwendung dafür haben. Andere Bänke haben durch Überwuchs von Pflanzen nachgegeben oder sind schlicht und weg durch die Morschheit des Holzes zusammengebrochen. Diese Sitzbänke haben nun endgültig ausgedient. ...75 Jahre nach den Menschen. Ein gewisser PKW im Dschungel Südamerikas steht nun kurz vor dem Absturz. Nachgebende Teile der Brücke und der Wind bringen den Pickup schließlich von der Fahrbahn. Die bereits mit Rost durchgefressene Karosserie bricht beim Fall auseinander. 20 Meter fallen die Einzelteile dieses PKWs nun in die Tiefe, bevor sie im Wasser auf den Grund aufschlagen. ...200 Jahre nach den Menschen. An einem steilen Abhang markierte ein Eisentor den Zugang zu einem Gebiet, dessen Zutritt durch einen Drahtzaun vermieden werden sollte. Doch der Wald hat sich dieses Gebiet schon längst zurückgeholt.
300 Jahre nach den Menschen. Die vielen Holzbauten von Förstern und Menschen sind schon längst zur nächsten Schicht Erde geworden. Sitzbänke haben sich in Luft aufgelöst, die Einzelteile des Pkw wurden vom Wasserstrom davongetragen. Und auch die übrig gebliebenen Ruinen von Mauern haben sich verändert und sind teilweise eingestürzt. Nach 300 Jahren ist der Mörtel, der die Steine zusammenhalten sollte, endgültig zerbröselt. Wind und Wetter tun ihr Übriges, bis die Mauerreste in sich zusammenfallen. Die Reste werden bereits vom Waldboden verschluckt. Die Menschen wollten im Wald kreativ sein oder haben ihre Sachen dort zurückgelassen. Doch was in der Natur ist, wird nicht immer dort bleiben. Die Natur verändert ihr Gesicht ständig und wer sich nicht anpassen kann, bleibt in der Vergangenheit zurück. In einer Zukunft ohne Menschen.